Und zwar bin ich drauf gekommen, dass es nicht mehr so gut ist, wenn man einfach nur so Übungen singt. So rauf und runter mit Vokalen. Weil da fehlt etwas ganz Bestimmtes, und zwar die Empfindung. Leute, die also so Übungen rauf und runter singen, die machen ja nur so mo, 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 me. Und dann sagt der Lehrer, ja, pass da auf, da den Ton da hinsetzen, oder der Atem macht das. Und dann kommt Denken in Gang beim Singen. Und später merken die Leute dann, dass Denken ständig stört beim Singen. Das heißt, es kommt, mal ein einfaches Beispiel, es kommt ein hoher Ton in der Arie, und statt an die Emotion zu denken, was der Text singt jetzt aussagt, damit der hohe Ton einen Grund hat, ne, einen Empfindungsgrund, überlegt man, oh, hoffentlich kriege ich den. Weil der vielleicht vorher irgendwann mal gewackelt hat oder so, und dann entwickelt sich eine gewisse Hemmung dafür. Und immer ein paar Takte bevor der hohe Ton kommt, versucht man an den zu denken und denkt, ah, hoffentlich kriege ich den gut. Und dann macht der Körper Folgendes, dann baut er seinen Tonus ab, anstatt er ihn zulegt. Denn sobald man unsicher wird, ist der Tonus nicht mehr stark genug. Und dann kann der Ton gar nicht mehr so gut kommen. Aus Angst, aus Hemmung. Und ich habe jetzt nach einem Weg gesucht, wie man erstens die Gesangstechnik immer mehr vereinfachen kann. Das heißt, irgendwas findet, dass man nicht mehr viel denken muss beim Singen. Und da bin ich drauf gekommen, dass es eine Möglichkeit gibt, die alle Bereiche, die ich habe, Atmung, Stimmlippenmasse, Resonanzausnutzung, Passage und so, die das automatisch erledigt. Und das ist ganz einfach mit einem Satz erklärt. Und dann kann man einfach nur fühlen beim Singen, und dann läuft die Stimme. Immer in den Grenzen natürlich der Atemleistung, das ist klar. Deswegen die Atemleistung trainieren wir noch extra. Das heißt, wir machen Atemübungen, damit die Ausatmung gestärkt wird und Kondition bekommt, damit man also die ganzen Sachen ohne Probleme durchhalten kann. Denn das Problem ist ja immer, man stellt das fest als Sänger, man singt so eine Arie, zum Schluss kommt noch ein hoher Ton und da ist man schon müde. Irgendwie schon verspannt und kriegt ihn nicht mehr so richtig. Das liegt einfach daran, dass die Atmung an Kondition verloren hat. Ne? Und sobald die Atmung an Kondition verliert, gibt es diesen sogenannten Bernoulli-Effekt, der funktioniert nicht mehr richtig. Ich habe versucht, dann eine ganz einfache Methode herauszufinden, die halt nicht mehr viel Denken braucht. Und wenn man diese Atmung allein trainiert und komischerweise, dann ist der Atem gezwungen, was zu tun. Die Resonanzen werden richtig ausgenutzt, Passage funktioniert automatisch, und wenn jetzt noch Gefühl hinzukommt, und dann hat man einen Ersatz für Denken. Also Denken ist wesentlich nachteiliger zum Singen als Fühlen. Warum? Das geht jetzt so. Im Gehirn gibt es ja auch Zellen. Ne? Und die Zellen bilden Verbindungen zu anderen Zellen. Synapsen nennt man die. Und dann entstehen neuronale Netzwerke sozusagen. Und es kommt jetzt darauf an, ob ich neuronale Netzwerke auf Geistebene präge oder neuronale Netzwerke auf Empfindungsebene präge. Und alle, die so Übungen singen, und der Lehrer korrigiert die, pass auf deinen Atem auf, pass auf deinen Stimmsitz auf, guck, dass das da so macht, so macht, so macht, ne? Der Kiefer darf nicht fest sein. In dem Moment denkt der Mensch. Dann entstehen neuronale Netzwerke auf Gedankenebene. Prägungen kann man sie auch nennen. Prägungen auf Gedankenebene. Ja, das hat den Nachteil, dass der Sänger immer nach diesen Prägungen singt, und dann singt er immer nur mit Denken. Und jetzt kommt es ja darauf an, wenn ich denke, was ich machen will, dann setzt der Körper dies um. Ne? Ich will also den Atem stärker einsetzen. Dann setzt der Körper das um. Ne? Aber das Problem ist, ich kann immer nur einen Gedanken gleichzeitig denken. Aber das Gesangssystem ist vielfältig. Viele Muskeln arbeiten, viele Bereiche arbeiten damit, dass ein idealer Gesangston entsteht. Und da hat diese Prägung, die geistige Prägung, den riesen Nachteil. Die geistige Prägung ist nur monomäßig, also nur eindimensional. Man kann nur einen Gedanken denken, entweder passe ich auf meinen Kiefer auf oder ich passe auf meinen Atem auf. Oder ich passe auf die Zunge auf. Oder sitzt die Stimme da. Gut, man kann hintereinander mal an das denken, das ist klar. Aber nie gleichzeitig an 20 Sachen. Und das versuchen die Sänger
die nach Geistesmethoden singen lernen, die versuchen immer an ein paar Sachen gleichzeitig zu denken. Und das sieht erst das Publikum und sie sind ewig verkrampft, weil das totale Verkrampfung auslöst, weil das Gehirn damit überfordert ist. Und jetzt kommt das Geniale, wie kann man das verbessern? Normalerweise es gibt Methoden, die lenken die Leute vom Denken ab, indem sie Übungen machen, Achten malen lassen oder auf Tapete irgendwas malen lassen während wir singen oder so komische Spiel mal mit Lumpen beim Singen. Das ist schon mal eine nicht schlechte Richtung, würde ich sagen, weil in dem Moment wird man vom Denken abgelehnt, aber weil man sich auf die Übung konzentriert. So, wenn die Übung jetzt automatisiert ist, denkt der Sänger wieder ans Singen. Und schon haben wir das alte Problem wieder. Wir müssen eine Möglichkeit finden, wie wir das Denken also zurückdrängen auf Dauer. Und da bietet sich ganz einfach an, wir ersetzen Denken durch Fühlen. Also mehr Fühlen als Denken auf jeden Fall. Und benutzen Denken nur, den Textsinn zu erfassen und den Gefühl werden zu lassen. Da kann man das Denken für benutzen. Aber nicht zu sagen, oh Gott, jetzt kommt ein hoher Ton, was muss ich jetzt machen? Das wäre falsch. Dann kriegt man nämlich nicht mehr richtig. Ich versuche das über Gefühl zu machen. Und jetzt kommt das. Warum ist die Gefühlsprägung wesentlich besser? Aus zwei Gründen. Die Gefühlsbefehle über den neuronalen Weg setzt der Körper 3-mal so schnell um, wie über den Geistweg. Also wenn ich was fühle, macht der Körper es 3-mal so schnell. Ist der Befehl dort umgesetzt. Und multifunktional. Das heißt also, wenn ich fühle, singe richtig fühle, brauche ich technisch überhaupt nichts mehr zu denken. Wenn der Körper setzt das komplett um, dann ist es sogar auch noch angepasst. Die ganzen Parameter, Pole, Gegenpole, ist alles aneinander angepasst. Und wenn ich denke, kann ich immer nur fixiert denken an den Atem oder an die Zunge, an den Kiefer. Und wenn Lehrer so arbeiten, dann gehen sie Gesangsverhinderung. Das habe ich auch ewig so gemacht und habe mich immer gewundert, warum die Leute dann zwar irgendwie singen lernen, aber nie so völlig befreit und nie so, dass man sagen kann, naja, singen ist einfach oder so. Die haben immer das Gefühl, singen ist schwierig. Und die Nerven vor dem Auftritt waren auch dann immer angespannt, weil man sich seiner Stimme dann gar nicht so sicher ist. Das ist das große Problem. Und wenn du fühlst und du fühlst rein, dann klappt das. Und jetzt gibt es aber noch ein Problem. Wenn man zu Agenten vorsingen geht oder man hat Vorstellungen, man ist auf der Bühne, ja, und das Gefühl ist gestört, was macht man dann? Das ist auch so ein Problem. Ne? Ja, man muss praktisch während der Einstudierungsphase sich ein Gefühl automatisieren. Das Gefühl automatisieren. Dass man immer schon mit dem Einstudieren gleichzeitig nicht nur die Noten lernt, nicht nur den Text lernt, sondern gleichzeitig das Gefühl, also den Sinn des Textes und der Musik. Und den mitverarbeiten. Das geht nachher dann, wird ein gefühlsmäßiger Automatismus, sagen wir es mal so. Und nicht ein geistmäßiger. Und dann ist das Ganze auf Gefühlsebene geprägt. So wird das dann. Und das Komische ist auch, wenn jemand richtig fühlt und lässt das einfach raus, dann kommen auch diese körperlichen Bewegungen, die da beim Singen manchmal bei verschiedenen Leuten so toll passen. Das ist auch genau deshalb. Andernfalls wird man sagen, ja, du musst dich auch bewegen. Und dann macht mal einer so oder macht so. Das sieht dann komisch aus, weil es einfach nicht so Gefühlsursprung hat, das Ganze. Ne? Gesang hat keinen richtigen Gefühlsursprung, da kann die Bewegung das auch nicht haben. So ist das. Und wenn man das richtig über die Empfindungsschiene macht, dann hat beides, wird dann authentisch, kann gar nicht komisch aussehen mehr. Ne? Es kann da zwar übertrieben sein in verschiedenen Situationen, aber das Übertriebene kann man immer reduzieren. Aber erstmal dahin kommen, das ist das ganz Schwierige für viele Schüler. Und ich merke, wenn man diese Empfindung einsetzen soll zum Singen, dann ist so eine große Hemmschwelle da, die eigenen Empfindungen rauszulassen. Ja, und da haben manche Schwierigkeiten damit und andere, die fühlen sich da direkt ganz wohl. Ne? Weil das sind so Dinge, die man nicht gewohnt ist. Ich habe mich schon oft gefragt, warum das so ist. Und ich vermute, dass es daran liegt, dass man ja in der heutigen Gesellschaft auch nicht mehr total authentisch sein darf, wie man eigentlich ist, sondern man muss eigentlich sein Leben, muss man grob auszudrücken, so spielen, dass es gesellschaftskonform ist. Oder was meint ihr?
Ist doch so. Wenn man nicht anecken will irgendwie, dann muss man sich entsprechend verhalten, ob man so ist oder nicht. Ne? Und dadurch formt sich die Persönlichkeit, die ganze Persönlichkeit, gesellschaftskonform. Und das bedeutet, jetzt, wenn ich jetzt da stehe und soll singen und ich soll jetzt völlig frei sein, soll völlig authentisch sein, wie soll denn das gehen? Wenn ich gesellschaftlich das gar nicht gelernt habe. Da müsste man einen Knopf umschalten können, da muss man sagen können, naja, jetzt bin ich Sänger, jetzt darf ich sein, wie ich wirklich bin. Ja, manchen gelingt das, aber manchen nicht, vielen nicht. So ist das. Also da alles abschütteln, was man sonst so an gesellschaftlichen Zwängen in sich hat. Denn man merkt das an Leuten, die dann so roboterartig singen, ne? so gefühlsneutral, ich will es nicht gefühlslos nennen, sondern gefühlsneutral singen. Das ist so, wie die sich im Prinzip in der Gesellschaft verhalten. Ne? Das ist so. Ne? Ja, vermute ich zumindest stark, dass es daran liegt oder mit daran liegt. Es gibt bestimmt noch andere Gründe auch noch.